Hallo allerseits! Heute male ich verschiedene Karten mit Aquarell und Pflanzenelementen. Die Motive sind einfach und damit auch gut für Anfänger geeignet. Also schnapp dir deinen Pinsel und los geht's! Für meinen weißen Rand habe ich einmal die Ränder mit Masking Tape abgeklebt. Achte darauf, dass das Klebeband nicht zu sehr klebt, sonst reißt ihr euch das Papier damit ab. Und dann starte ich, und zwar mit Zweigen, und dafür gehe ich in mein dunkelbraun rein und fange jetzt mal an. Und ich habe da jetzt auch nicht so die super Vorlage, sondern ich gucke einfach, dass die sich so ein bisschen verzweigen. Überall so kleine Ästchen sind. Ich schaue, dass die Zweige in alle möglichen Richtungen gehen, also auch mal über Kopf sind und auch nicht immer gleich aussehen. Mal kleiner und mal ein bisschen größer. Dann mache ich meinen Pinsel sauber. Und fange jetzt mit den Beeren an. Dafür gehe ich in mein Rot und ich starte mal mit den kräftigsten Beeren. Also schön in mein Pigment rein, wenig Wasser, viel Pigment. Und jetzt male ich überall erstmal die kräftigen Beeren, weil es einfacher ist, als dauernd dann zu wechseln mit dem Wasser. Also schaue ich überall, wo ich schön knallig rote Beeren haben möchte. Und lasse noch ein paar Zweige frei für die restlichen Beeren. Und so, hier seht ihr, gehe ich extra mal an den Rand, damit man nachher sieht, wo der weiße Rand verläuft. Sehr schön. Dann gehe ich mit meinem Pinsel einfach ein bisschen ins Wasser, tupfe den nochmal ab. Und dadurch werden die Beeren ein bisschen heller. Also je mehr Wasser, je weniger Farbe, desto heller die Beeren. Und dann gehe ich jetzt mal richtig ins Wasser, habe die Farbe fast raus und mache so die letzte Runde. So. Und damit wir keine Sauerei verursachen, lasse ich das jetzt erstmal trocknen. In der Zwischenzeit üben wir einmal, wie ich Blätter male. Dafür gehe ich mit meinem Pinsel in mein Grün und male erst einmal einen Strich, also den Stiel mit der Spitze. Und dann gehe ich von der Spitze, gebe ich mehr Druck drauf und mache hier oben einen Kreis. Also einmal hier die Runde. Und damit es interessant ist, nutze ich auch hier verschiedene Intensitäten. Also hier oben habe ich mit fast nur Farbe. Und hier unten mache ich jetzt einfach mal mit mehr Wasser noch dazu. Dann nochmal mit mehr Wasser. Und zuletzt fast weiß. Fast nur Wasser. Und das machen wir jetzt auf unserer kleinen Postkarte. Die Beeren sind fast alle getrocknet. Und dann starten wir mal. Und ich starte hier. Jetzt einfach Blatt für Blatt. Und je geübter ihr seid, desto schneller geht es dann auch irgendwann. Dann nehme ich mal ein bisschen Wasser dazu. Ihr könnt beim Wasser variieren, ihr könnt bei der Richtung der Blätter variieren, aber auch natürlich bei der Größe der Blätter. Und die letzten mache ich mit viel Wasser. Und ich achte auch hier darauf, dass ich ein bisschen immer am Rand bin, damit man auch dort nachher den weißen Rand schön sehen kann. Gut, Nummer 1 geschafft. Kommen wir zu Nummer 2.
Und so füllt sich langsam, aber stetig das Papier. Und jetzt hätte ich gerne noch eine andere Farbe und dafür mache ich das gleiche nochmal, aber mit einem dunkelblau diesmal. Ich drehe mir das wieder so zurecht, dass es funktioniert. Ich spiele auch hier wieder mit der Größe und dem Wasser. Dann kommt hier noch ein kleines hin. Und da oben mache ich noch ein grünes hin. Schau auch hier wieder, dass ich in die Ecken komme, damit ich nachher schöne Ecken habe. Dann noch ein paar kleine letzte Blätter hier. Und dann lasse ich das trocknen. Ihr könnt es hierbei belassen oder ihr macht wie ich jetzt einfach noch ein paar kleine Beeren, gerade da, wo vielleicht noch ein bisschen Platz ist und um den Rand nochmal zu betonen. Die Beeren mache ich eher heller, damit sie einfach nochmal so im Hintergrund ein bisschen wirken. Jetzt noch das Masking Tape ab und fertig ist euer Kunstwerk. Anstatt dieser Blätter könnt ihr euch natürlich auch für andere Blätter oder Zweige entscheiden. Ich habe mich jetzt nochmal entschieden, eine zweite Variation zu machen mit Tannenzweigen. Und die werden diesmal gelb. Also gehe ich hier in mein Goldgelb rein, schön viel Pigment aufnehmen und dann starten wir wie auch bei den Blättern mit einem Stiel. Also einmal den Stiel malen und statt der Blätter male ich jetzt vom Stiel ausgehend einfach Tannenzweige. Auch hier gehe ich zwischendrin mal in mein Wasser, damit die sich auch von der Intensität ein bisschen ändern. Für mich ist es einfacher, vom Stiel aus zu malen. Ihr könnt natürlich auch von oben nach unten malen. Da seid ihr natürlich auch sehr frei. Und so könnte das dann aussehen. Wie ihr seht, die Beeren sind die gleichen geblieben. Das Blau ist auch wieder vorgekommen. Diesmal habe ich einfach Tannenzweige gemalt und ein Gelb mit dazu getan. Und so sehen meine fertigen Karten aus. Probiert euch gerne mit Farben und Formen aus und entwickelt eure eigenen Karten. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Zuschauen und dann wünsche ich noch frohes Malen.